Moin moin ihr Landratten, ich bin Tillmann von der Radelbande und ich habe hier was ganz Frisches aus Hamburg für euch. St. Pauli, Landungsbrücken, Fischmarkt, das Bergamont Hanselt. Wie bitte? Die wollen, dass man das Hans-E-L-T ausspricht? Ah, das ergibt natürlich mehr Sinn, ne? Bergamont ist die Urban Cargo Trekking Bike Marke im Scott-Portfolio und sie verbinden ein cooles Design mit vielen praktischen Details und so einem hanseatischen Charme. Deswegen ja auch Hanse. Das Hans-E-L-T wird von Bergamont als Urban Bike vermarktet. Sie haben ihm aber einige Details mitgegeben, die es auch als Cargo Bike tauglich machen. So eine Art Cargo Bike Light. Auf den ersten Blick erinnert vieles an den großen Bruder, das E-Cargoville Bakery. Es hat ebenfalls so ein großes, ausgeprägtes Unterrohr, das in diesem Falle vor dem Motor und vor dem Tretlager endet und nicht irgendwie darüber. Und das hat auch einen speziellen Grund. Da gehen wir später noch drauf ein. Aber ansonsten finden sich hier einige weitere Bergamont-Design-Details wieder. Wir haben ausgeprägte, eher eckig geformte Rohre, viele einzelne Elemente, die an verschiedenen Punkten aufeinandertreffen. Und so gibt es insgesamt ein sehr massives Design bei einem ansonsten aber ziemlich kleinen Fahrrad. Und diese Farbe, dieses Babyblau Metallic, das fällt natürlich auch auf. Ein wesentlicher Faktor, den es dann aber vom Bakery unterscheidet, sind die kleinen Laufräder. 20 Zoll messen die und geben dem Rad bei relativ langem Radstand eine kurze Außenlänge. Und gleichzeitig bringen die den Schwerpunkt deutlich nach unten, besonders dann, wenn das Fahrrad beladen wird. Das Hans-E-L-T hat auch noch einen kleinen Bruder, das normale Hans-E ohne LT. Das ist nochmal eine ganze Ecke kürzer, nochmal eine ganze Ecke kleiner, hat aber auch nicht so den ganzen großen Nutzwert wie dieses Fahrrad hier. Aber dafür kriegt man das wirklich überall rein. Und jetzt wissen wir auch, wofür das LT steht, nämlich für Longtail. Was Bergamont anders macht als die meisten anderen Fahrradhersteller, sie geben ihren, ich sag mal, Utility Bikes enorm viele Anschraubpunkte. Wir haben hier 3, da 2, hier 4, da 2, da 2, hier 3, da 3. Also ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber mit diesen ganzen Anschraubpunkten könnt ihr wirklich alles, was ihr irgendwie mitnehmen müsst, fest am Fahrrad verschrauben. Sei es ein großer Flaschenhalter, eine Schlosshalterung oder so kleine Werkzeugboxen oder was auch immer. Es findet auf jeden Fall hier irgendwo Platz. Bergamont hat dem Hans-E-L-T 2 Möglichkeiten gegeben, um es abzustellen. Einmal hier auf diesem sehr breiten Hauptständer, der es auch sicher stehen lässt, wenn es mal schwer beladen wird. Oder aber ihr zieht die Bremse und dann das Rad nach hinten. Und dann kann es nämlich auf den 4 Füßen des Hauptständers, des Hauptgepäckträgers stehen, so rum. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, entweder das Fahrrad mal von unten so ein bisschen sauber zu machen, was jetzt ein bisschen dreckig geworden ist. Und hier befindet sich auch der Zugang zum Akku. Hier unter dieser Klappe, die müsst ihr einmal aufdrehen, könnt es dann nach oben klappen, dann mit dem Schlüssel rein, dann öffnen und dann präsentiert sich der 625 Wattstunden Akku. Das ist eine neue Methode, so habe ich das noch nicht gesehen, dass der Akku in einem Rahmen verstaut wird. Und wenn man wieder losfahren möchte, steckt man den Akku rein, macht ihn fest, dreht das hier wieder zu und dann zieht man wieder die Bremse und stellt das Rad ganz einfach wieder auf. Das funktioniert ziemlich gut. Allerdings, wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die das Rad in der Nähe eines Stromanschlusses abstellen können, dann könnt ihr auch diesen Ladeport hier verwenden. Und das Fahrrad ist halt auch so klein, dass das noch nicht mal unrealistisch ist. Das Hans-E-L-T kommt mit dem Bosch Smart System. Hier mit der LED-Remote und hier mit dem Bosch Intuvia 100 Display, das alle grundlegenden Informationen anzeigen kann. Der Vorteil ist an diesem System, dass ihr über die App, über die Flow-App,
alle Möglichkeiten der Konnektivität dieses neuen Systems nutzen könnt. Und was dann auch auffällt, ist dieser Lenker hier. Denn der ist ganz stark vom BMX inspiriert, hat einen sehr starken Rise, um die Höhe des Lenkers anzupassen. Und man könnte ihn auch in der Neigung verstellen, sodass man entweder weniger Abstand zum Sattel oder mehr Abstand zum Sattel bekommt. Er lässt sich aber auch einfach in der Höhe verstellen über den bei Schulz Speedlifter hier. Und inwiefern das die Geometrie beeinflusst, das wollen wir nachher nochmal sehen. Jetzt sprechen wir aber über das hier. Vorne hat Bergamont dem Hans E-LT einen großen Gepäckträger verpasst, der eine halbe Euro-Box fasst, fest mit dem Rahmen hier verbunden ist und mit 15 Kilogramm belastet werden darf. Der hat dann hier so eine schöne Bambusplatte, auf die man alle möglichen Sachen draufstellen kann und dann hier irgendwie verzurren kann. Aber hier drunter, unter dieser Platte, befindet sich noch ein Atran AVS Aufnahmesystem, mit dem man dann irgendwelches Zubehör ganz einfach hier draufklicken kann, ohne es irgendwie groß verzurren zu müssen. Und das Coole ist auch, so ein Zufall, auf diesen Gepäckträger passt genau diese Tasche von Bergamont. Wie dafür gemacht. Die kann man dann einfach hier mittels zweier Gurte an dem Gepäckträger festschnallen, sodass sie nicht einfach abfliegt. Die ist wirklich groß, da passt alles Mögliche rein, die Rucksäcke der Kinder, irgendwelche kleineren Einkäufe und die kann man dann auch mittels des Rolltops fest verschließen, so in etwa. Und dann gibt es hier diesen Haken, macht man zu und jetzt ist diese Tasche dann auch regendicht verschlossen. Hier vorne befindet sich dann noch ein kleines Fach für Kleinigkeiten und hier unten ist dann noch ein weiterer Reißverschluss, um irgendwelche wichtigen Dokumente zum Beispiel einfach flach lagern zu können. Das ist eine ziemlich gute Idee. Und wenn man dann fertig ist und angekommen ist, gibt es zwei Möglichkeiten, diese Tasche zu tragen. Einmal mit diesen beiden Riemen hier oder man nimmt sie ab und kann dann auch diesen großen Riemen hier verwenden und die Tasche einfach über die Schulter werfen. Das ist ziemlich praktisch. Für den hinteren Gepäckträger hat sich Bergamont auch einiges einfallen lassen. Erstmal ist er für 27 Kilogramm freigegeben, kann also ganz einfach einen Kindersitz mit Kind beherbergen. Dann gibt es hier noch eine zweite Strebe, wo man ganz einfach irgendwelche Packtaschen dranhängen kann, ohne dass diese Streben hier oben irgendwie beeinflusst werden und die Packtaschen auch noch mal etwas niedriger hängen. Dann gibt es hier Schlaufen, um irgendwelche Gurte da durchzuziehen, diese bereits erwähnten Befestigungsmöglichkeiten und dann haben wir hier sowohl ein Fenster für einen EasyFit-Sitz, den es leider so von Thule nicht mehr gibt, aber es können auch ganz einfach Sitze mit so einem seitlichen Klemmsystem hier befestigt werden. Aber hier ist auch eine weitere AVS-Aufnahme und da bietet Bergamont wieder einiges an Zubehör an. Erstmal hier den Korb, der analog zu dem vorderen Gepäckträger ebenfalls hier mit so einer Bambusplatte ausgestattet ist, den man dann einfach mit einem Handgriff hier so festklicken kann. Und der sitzt dann auch richtig fest, dank dieses Systems hier drauf. Ist wiederum halb Euro-Box groß und ich habe die Tasche ja immer noch, kann ebenfalls ganz einfach diese Tasche beherbergen. Aber dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Wenn man den abnimmt, kann man auch dieses Tray hier drauf bauen. Das ist ein bisschen größer, ist mit einer Kunststoffschale drin, sodass Dinge nicht einfach runterfallen können oder runterrollen können. Und hier ist das Besondere, dass der sich auch längs montieren lässt. Tatsächlich lassen sich beide Gepäckträger auch längs montieren, weil sich diese Grundplatte sowohl quer als auch längs umbauen lässt. Also einige Möglichkeiten, um auch diesen hinteren Gepäckträger des Bergamont Hans E-LT zu nutzen. Und dadurch, dass der hintere Gepäckträger so lang ist und so groß ist, finden auch größere Packtaschen hier ganz einfach Platz. Der Abstand zu den Pedalen ist definitiv groß genug. Aber wie sitzt man jetzt auf dem Hans E-LT? Vielen Dank für die Frage. Wenn man den Größenrechner von Bergamont bemüht, kommt heraus, dass Menschen zwischen 1,62 Meter und 1,97 Meter dieses Fahrrad nutzen können. Hier haben wir jetzt die niedrigste Sattelposition mit der originalen Stütze. Mit einer kürzeren Stütze würde man aber sogar noch etwas weiter runterkommen. Und nach oben hin lässt sich das einfach mit einem Schnellspanner verstellen und wir haben hier wirklich eine sehr lange Stütze drin. Und diese Sattelposition ist sogar für mich ein bisschen hoch. Also die Bandbreite ist wirklich groß. Ich glaube, ich stelle mal hier das auf meine Größe ein und dann sind wir hier etwa hier. Also wie gesagt, die höchste Sattelposition ist zu hoch für mich. Und jetzt in dieser Position sitze ich sehr aufrecht und sehr entspannt hier drauf. Ich könnte den Lenker tatsächlich noch ein bisschen nach oben verstellen
Und dann hätte ich eine sehr aufrechte Sitzposition, könnte wie gesagt den Lenker auch noch näher zu mir ranbekommen oder sogar weiter von mir weg. Ich allerdings mache ihn ein bisschen weiter runter und hätte dann eine verhältnismäßig sportliche Sitzposition. Also es lässt sich sehr einfach anpassen auf die persönlichen Bedürfnisse. Für mich persönlich hatte sich jetzt so eine mittlere Position als am besten herausgestellt. Und die Größenanpassung funktioniert wirklich einfach und schnell. Jo! Und jetzt gucken wir mal, wie sich das Ding fährt. Das Rad ist beladen. Hier hinten ist der eine Sack, der eine Kollege drauf. Kommt nicht ganz an die 27 Kilogramm Gesamtlast ran, denke ich, sondern eher so 20, 22 Kilo. Aber ist dann hier in diesem Tray mit drin, das ja auch noch ein bisschen was wiegt und ist einerseits durch das AVS-System gesichert, andererseits jetzt hier durch dieses Netz, das ich ebenfalls von Bergamot bekommen habe. Und hier vorne in der großen Tasche ist dann meine Kameraausrüstung drin, die ich jetzt für den Dreh dabei hatte. Und wir fahren jetzt eine Runde. Und was zuerst auffällt während der Fahrt, ist, wie leise der Motor ist. Also der gibt wirklich nur ein sehr leises, sehr angenehmes Geräusch von sich. Wir wollen aber zuerst mal prüfen, wie schnell er beschleunigt. Dafür sind wir jetzt im ersten Gang in der höchsten Unterstützung und wir legen los. Und 25 km/h. Das ging mehr als ausreichend schnell, also selbst so schwer beladen. Ich bin ja auch nicht die leichteste Person der Welt. Was bei dieser Nexus 5e auffällt, ist, dass beim Hochschalten man nicht irgendwie Power vom Gas oder vom Pedal nehmen muss, sondern er auch mit Pedaldruck den Gang ganz einfach hochschaltet. Nur wenn man runterschaltet, dann funktioniert das nicht. Da muss man ein bisschen loslassen. Und wir machen weiter mit dem berühmten Jerusalemsberg. Wir sind im ersten Gang, machen nicht zu viel Zug auf die Kette, sondern fahren entspannt hoch und sehen, wie schnell wir sind. Los geht's. Also haben auch eine angenehme Trittfrequenz. Ich schätze so 80 bis 90 Umdrehungen pro Minute, vielleicht auch so 75, 25 km/h. Und jetzt wird es langsam steiler. Jetzt müssen wir in den dritten schalten, sind bei 19 km/h. Und ich merke schon, 18. So, das war nicht ganz fair. 16 km/h. Ich habe mich ein bisschen verschaltet gerade. Also da muss man doch schon deutlich Zug wegnehmen, wenn man runterschalten möchte. Und natürlich, wie so oft, kommt bei diesem Test Gegenverkehr. Aber sobald man dann wieder Gas gibt, geht das Rad gut nach vorne und macht echt Spaß. Die 20 Zoll Räder, die fühlen sich gar nicht so richtig nach 20 Zoll an. Dadurch, dass sie so dick sind, fühlt sich das doch ziemlich erwachsen an. Jetzt mal hier über die Kante. Und hier merkt man dann auch die Arbeit der Federgabel. Die SS Santur 34 ist der Nachfolger der 32, die immer mal wieder Probleme gemacht hat. Die 34er fühlt sich tatsächlich ein bisschen standfester an. Das Rad ist ja auch mit Steckachsen ausgestattet. Und ja, tatsächlich, also ich merke jetzt kein Zittern oder kein Wackeln im Rahmen, sondern das Fahrrad macht genau, was es soll. Und jetzt haben wir natürlich die Kamera an der Seite, aber es lässt sich auch recht einfach freihändig fahren. Die Sitzposition ist ebenfalls gut. Wir haben hier einen breiten Lenker für viel Kontrolle. Und selbst wenn man jetzt mal hier so aus dem Pedal geht, dann arbeitet natürlich die Federgabel so ein bisschen. Aber der Rahmen arbeitet nicht, sondern der fühlt sich sehr stabil an. Das Schalten ist so ein bisschen kontraintuitiv. Also wenn man nach oben schalten möchte, muss man hier nach vorne drehen. Bei der Enviolo zum Beispiel ist es andersrum. Also der Radstand ist so, dass sich das Fahrrad echt gut so umherschmeißen lässt. Der Longtail ist ja nicht so long wie bei, ich sag mal, echten Longtails. Man sitzt aber trotzdem ziemlich mittig auf dem Fahrrad. Auch hier wieder die Federgabel, die schluckt echt einiges weg. Hinten poltert die Last natürlich so ein bisschen hinten drauf. Aber der Gepäckträger hält das alles sicher. So, jetzt mal so ein bisschen hier Offy-Roady. Das Fahrrad ist dafür nicht primär gemacht. Oh, jetzt muss man hier aufpassen mit den ganzen Blättern. Aber auch hier wieder die Pickup-Reifen in der großen Breite. Die geben einiges an Komfort. Die haben einen guten Grip, aber sind natürlich keine echten Offroad-Reifen. Aber für den einen oder anderen Ausflug durch den Wald reicht es definitiv. Wir bleiben mal stehen.
Erster Gang, anfahren am Berg. Überhaupt kein Problem. Also man muss natürlich am Anfang ein bisschen Kraft aufs Pedal geben, aber sobald man rollt, drückt der Motor einen ganz gut nach oben. Jetzt haben wir ein Stück leidlich trockenen Radweges und wir bremsen da vorne bei diesem Schild auf 0. Okay. Also der Bremsweg war gut und gerne 3 Meter und das Hinterrad ist ziemlich lange gerutscht. Das habe ich auch erwartet bei so einem Fahrrad. Die Bremse ist echt kräftig und auch gut dimensioniert. Das Bremsgefühl ist auch gut, also die Hebel, diese Tektro-Hebel passen sich sehr angenehm an und man kann es auch gut modulieren. Die Gesamtübersetzung ist meines Erachtens gut gestaltet. Es gibt einen sehr kleinen Anfahrgang, sodass man auch stärkere Steigungen gut hochkommen sollte. Und jetzt im 5. Gang bei 25 km/h habe ich etwa eine Trittfrequenz von 60 Umdrehungen pro Minute, also verhältnismäßig langsam. Aber die Nexus 5e ist gut geeignet und hier in dieser manuellen Variante ist die auch leise. Man muss halt nur ein bisschen darauf achten, dass man beim Runterschalten nicht tritt. So fährt sich das Bergamont Hans E LT. Die Motor-Getriebe-Kombination passt gut zueinander, es ist spritzig und insgesamt sehr komfortabel. Aber jetzt gehen wir mal zu Präsentationsthemen und den Preisen. Das Bergamont Hans E LT gibt es ab einem Preis von 4.599 € unverbindlicher Preisempfehlung. Und mein Testrad hier mit den beiden Gepäckträgern, mit dieser großen Tasche vorne drauf und dem Fischernetz gibt es zu einem Preis von 4.985,80 €. Wir werden dieses Cargo Bike Lite jetzt in den nächsten Wochen als Familie ohne Auto im Alltag bewegen und unsere Eindrücke sammeln und sie euch dann in dem zweiten Video mitteilen. Sagt jetzt mal gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet, ob das Cargo Bike Lite Konzept für euch aufgeht und sagt uns auch mal, was wir damit machen sollen in den nächsten Tagen und Wochen und was wir euch dann im zweiten Video zeigen sollen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.